Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Chors. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind das Moderatoren-Trio, und zwar die Mary, der Dominik und der Joe. Und wenn ihr euch fragt, wo ich jetzt hier hinzeige, wir sind in einem Zoom-Meeting und versuchen, dieses Chorkonzert ein bisschen von zu Hause aus zu moderieren, Corona-gerecht und pandemiekonform. Wir haben uns zu dritt zusammengetan, weil wir denken, dass wir einigermaßen repräsentativ sind als Personen, um diese Corona-Erfahrung eines Chors darzustellen und zu schildern. Ich meines Zeichens bin Komponist von einem der Stücke, die wir in diesem Projekt singen wollten. Dominik ist unser Chorleiter und Mary ist eine der Sängerinnen im Chor und hoffen dann jetzt durch diese Moderation, die wir euch anbieten wollen, ein bisschen zu zeigen, wie das war, in dieser Zeit zu proben, zu arbeiten und auch welche Konzepte wir uns dann überlegt haben, um trotzdem eine Aufführung zu ermöglichen. Wir fangen gleich mit dem ersten Stück an. Das ist das Stück, was ich geschrieben habe, das ich schreiben durfte. Das Stück heißt Within. One last try now. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Letzter Take. Take 7. Und dann macht Tacheles. Butter bei die Klavier. No one knows.
Ja, wir haben jetzt ja gerade das von dir komponierte Stück Within gehört. Hast du das denn extra für diesen virtuellen Auftritt komponiert? Ne, so war der Gedanke anfangs eigentlich nicht. Tatsächlich, kam das erstmal aus der Überlegung heraus, dass ich für das letzte Projekt schon einmal ein Stück arrangiert hatte. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann mit Dominik gesprochen hatte nach dem Projekt, mit der Idee, vielleicht mal wirklich was ganz komplett zu schreiben, from scratch. Mhm. Ähm, Das heißt, eigentlich dachte ich, ich würde dieses Stück dann auch irgendwann mal live hören. Das ist bis heute noch nicht passiert. Kann ja noch Ähm, passieren. genau. Ich hoffe natürlich, dass sich das noch mal weiterträgt. Ja. Ja, Ja. das war was sehr, sehr lustig, weil ich glaube, wir hatten noch so eine Probe praktisch vor dieser ganzen Corona-Sache, wo wir dieses Stück angeprobt haben, aber das war die Probe, wo Joe einfach gefehlt hat in der Probe. Ja. Es Kommt klang auch. sehr schön. Ja. Und was sind deine Inspirationen oder was waren deine Inspirationen für dieses Stück? Ich habe dann am Ende ich habe zuerst überlegt, ob ich vielleicht einen Text vertonen möchte, den es schon gibt, und habe mich am Ende dann aber dazu entschieden, doch was Eigenes auch zu texten. Herausgekommen ist, weil ich das, glaube ich, einfach am besten kann, ein sehr, ich sage mal, berührendes, hoffentlich, und für mich sehr emotionales Stück. Die Inspiration war vom Titel des Programms erstmal ausgehend. Klangwandel heißt das Ganze ja, dass ich versucht habe, mit einer kleinen Phrase als Idee, als Keim sozusagen, möglichst viele verschiedene Harmonisierungen hinzukriegen. Also diese Anfangsphrase "Ju, du, 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 du", wiederholt sich ja immer wieder, geht durch alle Stimmen hindurch, und die wird dann immer wieder mal durch verschiedene Harmonien neu beleuchtet. So habe ich versucht, zumindest mal dem Programm gerecht zu werden. Mhm. Klangwandel, und vom Inhalt her, naja, es geht ja um Liebe letztlich. Eine der Emotionen für mich, die dann am authentischsten rauskommt, wenn man ihre Banalität zulässt. Also, wie soll man denn sonst von Liebe singen, wenn nicht durch kitschige, schöne Melodien? Sehr schön. Das heißt, es kam zuerst der Text und dann die Melodie dazu. Das kam gleichzeitig, mehr oder weniger. Gleichzeitig. Also dieser Keim das war so eine, also ja, wie sagt man, eine Invention. Das ist mir irgendwann eingefallen. Wahrscheinlich ist es irgendwo aus meinem Unterbewusstsein hochgekommen und vermutlich irgendwo ein Plagiat angestellt, ohne es zu wissen. Aber das war so im Stück schon da. The Love That You Are Seeking, das war zusammen mit dieser Phrase schon im Kopf, und dann habe ich das einfach weiterverarbeitet. Wie, Mhm. wie bist du denn rangegangen eigentlich? Ich glaube, das habe ich dich auch noch nie gefragt. Hast du angefangen, erstmal eine Melodie zu schreiben oder zu singen, oder hast du irgendwie am Klavier gesessen und das dann mit dem Text gemeinsam geschrieben? Also die Idee zum Text kam gleichzeitig mit dieser ersten Melodie. Das war wirklich ganz, ganz identisch. Ähm, so, ich saß also, was war das? Ich weiß nicht mehr in der Situation. Ich glaube, ich bin heimgefahren von irgendwo auf dem Fahrrad, und dann war die Melodie in meinem Kopf mit dem Text, mit der ersten Zeile. Und in der Folge war es dann tatsächlich einfach Fleißarbeit, diese Keimzelle immer wieder eben neu zu interpretieren, zu schauen, welche Harmonien noch drunter passen. Das war dann ausprobieren am Klavier einfach. Ich habe dann geschaut, was mir gefällt und was nicht. Und am Ende dann die größte Fleißarbeit war eigentlich dann noch Reime zu finden, die nicht zu abgegriffen sind, aber trotzdem noch eine gewisse Tiefe haben. Ja. Ja, vielen Dank für diese schönen Fragen. Es ist immer nett, wenn man sich noch mal ein bisschen seine Ideen noch ein bisschen erklären kann. Ähm, ja, wir machen einen kleinen Stilbruch. Als nächstes kommt ein Lied, in dem es auch um Liebe geht, zumindest im weiteren Sinne, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ähm, Es folgt gleich das Stück Annie Laurie. Und dazu möchte ich dem Dominik ein paar Fragen stellen, denn er hat sich ja um dieses Programm auch bemüht und die Stücke zusammengestellt. Mein erster Gedanke, als ich das Stück im Programmheft gesehen habe und die Noten gesehen habe, war, das ist doch relativ simpel im Vergleich zu dem, was der Chor sonst macht. Hat sehr einfache Harmonien, es sind sehr klare Melodien, auch sehr kurz. Dann hast du mir eben noch vor dem Video hier gesagt, es war die Zugabe. Das ergibt dann natürlich Sinn.
Wie ist dir dieses Stück untergekommen und warum hast du dich dafür entschieden, es an die Zugabestelle zu setzen? Ich glaube, ja, es ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, der ursprüngliche Grund war, wir hatten ja diesen Titel Klangbundle für unser Projekt uns überlegt und das Projekt hat sich ja wirklich irgendwie sehr, sehr stark gewandelt in den letzten Monaten. Ursprünglich hatten wir mal gedacht, dass wir eigentlich zum Chorfest nach Leipzig fahren würden, was natürlich komplett abgesagt wurde. Und wir hatten auch in Mannheim, also wo wir sind als Chor, ein Konzert geplant, sozusagen, um den Klangwandel in die Stadt zu bringen und haben ein Wandelkonzert geplant. Das heißt, wir wollten ein Konzert machen, wo wir an verschiedenen Orten in der Stadt singen und eben halt nicht, wie wir sonst oft machen, in der Kirche singen, sondern dass wir eben an verschiedenen Orten und teilweise auch im Freien singen. Und praktisch die Idee hinter dem Ganzen war, dass wir auf jeden Fall irgendwann ganz am Ende draußen landen. Also dass wir draußen dieses Konzert beenden. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Stück ins Programm gekommen, weil dieses Stück sich eben wahnsinnig gut zum einen eignet, es draußen zu singen und zum anderen hat es auch eine Thematik, wo es eben darum geht, dass es praktisch die Natur beschrieben wird. Das ist so ein Folksong. Genau, also sozusagen, der passt gut, um den irgendwo draußen im Grünen zu singen. Mhm. Das stimmt, der Text ist ja sehr idyllisch. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird da ja eine Frau besungen zunächst mal und dann verschiedene Naturmetaphern wohl benutzt, um diese Schönheit zu verdeutlichen. Durch Corona, behaupte ich jetzt aber mal, hat sich das Stück verändert, also bei uns zumindest in der Interpretation. Das werden wir auch gleich hören. Also wir werden am Anfang nicht gleich das normale Stück hören, sondern es folgt erst einmal eine Art Klangimprovisation. Magst du vielleicht kurz erklären, welches Prinzip dem zugrunde liegt? Ähm, Ich glaube, vielleicht erzähle ich ganz kurz sozusagen, warum überhaupt dieser Anfang erklingt. Also es ist eine relativ lange Impro, die geht, glaube ich, knapp 3 Minuten oder so. Ähm, und zwar liegt es daran, sozusagen im Text geht es darum, dass bevor sozusagen diese Liebesgeschichte erzählt wird, gibt es sozusagen so eine kleine Einleitung, wo so ein bisschen darüber gesprochen wird, wie eigentlich sozusagen die Szenerie aussieht. Und die Szenerie ist eben sozusagen, man sieht die schottischen Highlands morgens, sozusagen so eine Küstenlinie, so weiche Hügel und alles ist nebelverhangen. Also sozusagen, das ist so die Ausgangssituation. Und das ist praktisch genau das, worauf dann auch die Improvisation sozusagen hinausläuft, diese, sage ich mal, mystische Morgenstimmung zu beschreiben. Genau, und die Impro an sich ist, das war jetzt sozusagen eigentlich die erste Idee, die wir wirklich so umgesetzt haben, digital, die man nicht, also praktisch die nicht analog funktioniert hätte in dem Sinne. Mhm. Weil das Ganze so war, dass ich praktisch am Klavier so sozusagen improvisiert habe. Ich habe Akkorde gespielt am Klavier und sozusagen habe mir vorher nichts notiert, was ich jetzt genau spiele. Habe da einfach sozusagen Akkorde ausgebreitet, mal ganz tief, mal ganz hoch gespielt und so weiter. Und alle aus dem Chor haben natürlich gehört, was ich gespielt habe, aber sozusagen nur auf dem Ohr. Also sozusagen, die hatten alle Kopfhörer auf und haben nur das Klavier gehört. Und dann hat sich jeder einzeln aufgenommen mit dem Handy einfach und sozusagen auf der Handyaufnahme ist das, was die Leute gehört haben, nicht drauf, sondern nur eben der Gesang. Und sozusagen die ganze Impro basiert jetzt eben darauf, dass praktisch alle frei improvisiert haben zu dem, was ich am Klavier gespielt habe. Und wir haben am Ende dann aber natürlich nur sozusagen die Stimmen zusammengeschnitten. Mhm. Und die werden aber auch noch ein bisschen verfremdet zu hören sein. Also da vielleicht einfach als Vorwarnung. Es gibt das eigentliche Stück kommt in der Mitte, das ist dann unglaublich harmonisch. Vielleicht für unsere modernen Ohren doch auch nett, dann da dann einen kleinen Kontrapunkt zu setzen, dass es nicht nur kitschig ist, wie gewisse andere Stücke in diesem Programm. Genau. Genau. Ja, genau, du hast ja schon angesprochen, jetzt dieses Stück hat sich wirklich durch Corona verändert und wäre auch live so nicht möglich gewesen, wie wir es jetzt gemacht haben. Dazu kommt dann noch die neue Ebene des Bildes. Du hast die Anfangsimprovisation mit Bildmaterial unterlegt. Die eine Frage ist natürlich, woher kommen diese Videos? Und zum anderen hast du dir noch was Spezielles gedacht bei dem Bezug zwischen Klang 1 und Videomaterial, Klang 2 und Videomaterial?
Also das Videomaterial ist eigentlich alles sozusagen aus dem Chor gekommen. Jeder hat Videos beigesteuert und sozusagen ist die Anweisung dafür war jetzt eigentlich gar nicht wirklich spezifisch, sondern einfach nur, dass es eben zu diesem Thema der mystischen Morgenstimmung irgendwie passen soll. Und ich glaube, es hat sich so jeder ein bisschen praktisch so an Rückzugsorte begeben in der Natur, wo man eben jetzt gerade in der Zeit, wo man sehr, sehr viel im Haus rumsaß, sozusagen, wo man sich hinbegeben hat, um eben da sozusagen zu entspannen und mal was ganz anderes zu sehen. Und deswegen sozusagen, obwohl ich gar nicht gesagt habe, was jetzt eigentlich auf diesen Videos zu sehen sein soll oder könnte, ist das meiste eigentlich in der Natur entstanden. Was dann natürlich super gepasst hat, weil die Videos sehr, sehr gut zueinander gepasst haben. Und das Interessante war beim Zusammenschneiden eigentlich, dass es ein Video gab, wo auch Menschen drauf zu sehen waren. Und das ist praktisch so der eine Punkt, wo es so ganz klar eine Text- und Bildbeziehung gibt, weil sozusagen an dieser Stelle im Video wird eben über die Schönheit dieser besungenen Frau gesprochen und da tritt dann das erste Mal diese für uns nicht ganz gut erkennbare Person auf. Schön, da kann sich ja jeder auch überlegen, wer dann diese Person vielleicht sein soll. Vielen Dank. Dann hören wir doch einfach mal rein. Viel Spaß mit Annie Laurie. Next Milton praise upon me wherever.
als letztes Stück haben wir uns „Do Not Be Afraid“ von Stopford ausgesucht. Dieses Stück ist ursprünglich eine Vertonung eines Bibeltextes. Wir fanden ihn aber eigentlich kollektiv im Chor auch sehr passend generell für diese Zeit momentan, ob jetzt religiös oder nicht. Dominik hat tatsächlich eine Abstimmung mit uns durchgeführt und „Do Not Be Afraid“ war dann der Gewinner für das dritte Stück, was wir noch virtuell aufführen wollten. Wie der Titel schon sagt, es geht um Trost in Zeiten von Angst oder von Unsicherheit. Entsprechend haben wir das dann in diesem Video auch ein bisschen aufgegriffen und auch da nochmal das Medium Video benutzt, nämlich Bildinformationen hinzugefügt, die im Text und in der Musik so nicht zu sehen sind. Mehr sage ich erstmal nicht, das wird sich dann wahrscheinlich alles erschließen. Es ist ein sehr schönes Stück. Und bevor wir da jetzt reinhören, wird der Dominik uns noch ein bisschen erläutern, wie das denn für die Sängerinnen und Sänger war in diesem Chor, in dieser Zeit zu proben. Und er stellt seine Fragen dazu an Mary. Genau, ich wollte gerade sagen, ich werde es nicht erläutern, sondern ich werde natürlich die Sängerinnen und Sänger direkt fragen. Genau, also die Frage hast du mir jetzt praktisch ja schon aus dem Mund genommen. Sozusagen, ich kenne ja die Dirigentensicht sehr, sehr gut jetzt, weil ich ja die letzten Wochen und Monate haben wir alles natürlich digital geprobt. Also wir haben uns nie live als Chor zusammen gesehen. Am Anfang war es noch verboten. Jetzt inzwischen darf man unter bestimmten Regeln auch wieder gemeinsam proben. Und was ist denn der Unterschied sozusagen für euch als Sänger von einer normalen Probe zu diesen Digitalproben? Ja, also es war zunächst erstmal am Anfang relativ traurig, weil es erstmal hieß, okay, die Proben können nicht mehr stattfinden. Und dann kam aber relativ schnell auch die Ansage oder die Überlegung, dass wir das Ganze ja auch virtuell machen könnten. Und dann haben wir eben uns einfach alle zusammen in einem Zoom oder einfach in einem virtuellen Raum getroffen. Und du als Dirigent hast eben angesagt, welche Lieder wir oder welche Stücke wir jetzt proben und hast auch Klavier dazu gespielt. Allerdings musste sich jeder stumm schalten. Das heißt, man konnte in diesen Chorproben nur sich selbst singen hören. Und das war, würde ich sagen, so der krasseste Unterschied zu den normalen Proben. Natürlich, dass man halt auch nicht im selben Raum miteinander sitzt, dass man nicht und dass man ja auch nicht hört, dass man nicht den gesamten Klang des Stückes hören kann. Das war schon komplett anders. Und zusätzlich, dass man natürlich sich selbst aber trotzdem gehört hat und dann auch, ja, vielleicht mitbekommen hat an der einen oder anderen Stelle, wo man noch mal proben muss. Ja, ich glaube, das war auch das Krasseste, also aus meiner Sicht sozusagen. Irgendwie so, ich saß am Klavier und habe nur gespielt, sozusagen so einfach ins Blaue hinein und habe aber gar nicht gehört, was irgendwie zurückkam. Und also ich fand das auch sehr frustrierend am Anfang, muss ich sagen. Also weiß nicht, wie es euch da als Sänger ging. Ja, also ich würde auch sagen, es war am Anfang etwas komisch. Es war auch lustig, sage ich mal. Die ganzen Aufwärmübungen und so weiter über Video zu sehen. Der eine, der dann näher an der Kamera war oder wieder zurückgegangen ist, solche Themen. Wir haben es ja auch einmal probiert, doch alle zusammen zu singen, aber das hat dann natürlich nicht geklappt, sondern da kamen dann von allen Seiten verschiedene Töne. Also am Anfang war es schon frustrierend und ich freue mich auch wieder natürlich, wenn wir uns zu den normalen Chorproben treffen können, weil es schon ein anderes Erlebnis ist. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Überbrückung, würde ich sagen. Ja. Ich fand irgendwie, also ich fand so irgendwie so die ersten 2, 3 Proben, also da war ich echt so, oh krass, was mache ich jetzt eigentlich? Also so, da muss man sich ja total gut überlegen, was man überhaupt proben will, weil man ja gar nicht weiß, was eigentlich die Schwierigkeiten sind. Aber sozusagen, also für mich der Punkt, wo es irgendwie dann auch wieder musikalisch wurde, war, wo wir das erste Mal so Aufnahmen gemacht haben. Da hatten wir noch gar nicht so ein Video im Kopf, irgendwie, wie wir es jetzt schon 3-mal gemacht haben, sondern einfach nur, dass jeder praktisch mal einen Teil aus einem Stück aufnimmt mit dem Handy und wir schneiden es dann irgendwie nur so ganz grob zusammen. Aber das war irgendwie für mich total
schön, weil dann habe ich sozusagen endlich mal wieder den Chorklang gehört und konnte mir dann auch für die nächste Probe überlegen, an der Stelle ist ja wirklich ein Problem, da kann ich auch irgendwie versuchen, sozusagen zu helfen oder mir überlegen, wie können wir diese Schwierigkeit irgendwie hinkriegen. Ähm, Ja, und Das hat mich auch, muss ja, ich sagen, sehr motiviert, mit der ersten Aufnahme schon, auch ohne Video, einfach zu wissen, es gibt eine Deadline, du hörst dir das auch an, und es gibt am Ende ein Produkt, was man dann vielleicht sich anhören kann. Also, das war, für mich also, ich meine, sonst war das ja normal, ne, jede Woche sich zu hören und zu wissen, okay, die Stelle kann ich, die kann ich nicht. Auf einmal war das weg und man hat also Dinge, die man sonst für normal und gegeben hingenommen hat, hat man auf einmal nicht mehr gehabt. Und auf einmal war dann eben sowas, was alle paar Wochen gekommen ist, wie etwa eine Aufnahme, etwas ganz Besonderes und wirklich Motivierendes. War ja. sehr schön. ja. Man hatte quasi ein Ergebnis irgendwie. Es war nicht nur, man hört sich das Stück an, man singt dazu und man sieht, aber hört nicht, wie die anderen es singen. Und das war dann irgendwie sowas wie ein Ergebnis der Ja, Arbeit, die man gemacht hat in der Probe. erinnert ihr euch noch, wie war das beim ersten Video, als ihr euch aufnehmen musstet? Daran musste man sich natürlich auch erstmal gewöhnen. Es war ja immer, also oder beim ersten Video war es noch so, dass wir gleichzeitig die Ton- und Videoaufnahme gemacht haben. Das heißt, jeder musste auch die Ohrstöpsel in die Ohren machen und man musste eben, oder das muss man ja generell dann auf mehrere Dinge gleichzeitig achten. Aber ich finde, auch da war es jetzt so wie auch am Anfang mit den Proben, man kommt relativ schnell rein und merkt, dass es doch funktioniert und dass man so mit kleinen Tricks das auch einfacher gestalten kann. Also ich finde, man hat sich schon irgendwie ein bisschen dran gewöhnt. Und die Leute wurden kreativ. Also, ich fand immer wieder Ja, noch gibt ja Fotos, wie dann irgendwelche Türme aus Büchern gebaut wurden, damit der Laptop mit der Kamera auf der richtigen Höhe war. ja. Ja, war schön zu sehen. Das hat viel aktiviert in uns, glaube ich. Mhm. Ja. Ja. Ich, ähm, ich überlege gerade, mir ist gerade nur gekommen, beim, also was ich eigentlich sehr lustig fand, aus Sicht des Dirigenten, ich habe ja selber mich nicht aufgenommen und wusste erst mal gar nicht, was das eigentlich für Schwierigkeiten macht. Also beim ersten Video habe ich das natürlich euch allen einfach nur geschickt. Ähm, Mhm. und ich habe es dann aber auch mal selber ausprobiert, sozusagen auch zu Hause mal einfach zu meinem eigenen Dirigiervideo. Also sozusagen, ich habe mich im Video gesehen, wie ich dirigiere und habe dazu gesungen und war dann erstaunt, wie schwierig das ist, wenn man das nicht gewohnt ist. Also das war irgendeine Ja, aber ganz... jetzt, wo du sagst, mit dem Dirigiervideo, ich finde, das war auch ein krasser Unterschied. Am Anfang hatten wir sowas wie eine Übungsdatei, an der wir uns orientiert haben und mit der wir dann unsere Aufnahme gemacht haben. Und dann hast du ab dem Zeitpunkt, wo wir dann die Videos gemacht haben, ein Dirigiervideo gemacht, wo du auch wirklich quasi deiner Tätigkeit als Dirigent nachgegangen bist. Und da hat man, finde ich, auch bei den Aufnahmen schon einen Unterschied gehört, dass da einfach Dynamik möglich war und solche Themen, dass es einfach sich viel besser angehört hat. Mhm. Ja. Ja, ja insgesamt haben wir 3 Videos gemacht. Und bei den ersten 2 Videos, also wir hatten ja, haben uns ja da auch so ein bisschen entwickelt, irgendwie sozusagen, was wir machen eigentlich in diesen Videos. Irgendwie das erste Video war ja erstmal nur so, wir probieren das aus, dass es irgendwie funktioniert. Joe, du hast Klavier gespielt noch, dass es besser zusammenklingt alles. Im zweiten Video haben wir dann schon das mit dieser Impro ausprobiert. Und was ich total spannend fand, auch aus meiner Sicht, dass man irgendwie durch dieses Medium, also praktisch mit dem Videochat, eigentlich noch viel mehr kommuniziert hat in manchen Situationen, also sozusagen, was man sonst gar nicht machen würde, weil man eben immer noch diesen Chat zum Beispiel noch nebenher hat. Und was ich total spannend fand, war, dass wir irgendwie das letzte Video sozusagen alles gemeinsam entwickelt haben. Also sozusagen Mhm. da kam gar nicht mehr der Impuls irgendwie so nur aus einer Richtung, sondern wir haben uns alle gemeinsam überlegt, wie wir das gestalten. Kannst du es vielleicht nochmal für alle Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen erläutern, wie das passiert ist, Mary? Ja, klar. Also das Video, wir werden es auch gleich sehen, ist auch nicht so, dass wir einfach das Stück hören, sondern dass wir das quasi aufgebaut haben, wie so eine virtuelle Chorprobe abgelaufen ist. Also man wird am Anfang sehen, dass sich dieses Zoom-Fenster öffnet oder dass dieser virtuelle Raum geöffnet wird und dann nach und nach die Chormitglieder ins Meeting reinkommen.
die einen später als die anderen und dass man dann erstmal natürlich sich begrüßt, dass man sich erstmal einsingt, all diese Themen und dass man gegebenenfalls auch im Chat miteinander kommuniziert, sich kurz austauscht und dass dann und so lief es auch tatsächlich in den virtuellen Chorproben ab, dass dann gesagt wurde, okay, jetzt werden wir dieses Stück proben oder dieses Stück singen und dann konnte das quasi erklingen oder dann haben wir es durchgespielt. Natürlich hat man dann nur sich selbst gehört, wie ich vorhin schon gesagt habe, traurigerweise, aber wir werden jetzt natürlich in diesem Konzertvideo den vollen Klang von allen hören. Und das Stück Do Not Be Afraid oder Fürchte dich nicht ist ja vom Text her auch wirklich sehr stark, sag ich mal, es werden negative Dinge aufgegriffen oder in der Bibelstelle werden negative Dinge genannt und gleichzeitig wird direkt hinten dran gestellt, aber du brauchst es nicht zu fürchten, ich bin da für dich, ich liebe dich, diese Themen. Und das haben wir versucht auch in dem letzten Video darzustellen, dass es eben vor allem jetzt auch in dieser Zeit, die momentan eben ist, dass es viele negative Aspekte gibt, dass wahrscheinlich jeder irgendwelche Themen hat, sei es, dass man um den Job bangt, dass man Verwandte hat, die vielleicht gefährdet sind, dass man nicht weiß, wie man Kinderbetreuung und andere Themen unter den Hut bekommen soll, dass es eben diese ganzen Themen gibt, aber dass es auch andere Themen gibt, die einem Halt geben in solchen Zeiten. Und das haben wir versucht auch in dem Video ein bisschen darzustellen und werden wir gleich im Video auch sehen, wie wir das gemacht haben. Das ist doch eine sehr schöne Überleitung. Vielen Dank, Mary. Genau, also mit diesen Gedanken wollen wir euch damit auch entlassen ins letzte Stück. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen und wünsche euch viel Spaß bei Do Not Be Afraid. Hallo. Hallo. Na, alles fit? Hallo miteinander. Entschuldigt bitte. Hi.
Ciao, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war das virtuelle Chorkonzert des Jungen Kammerchors in Mannheim. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und wir hoffen natürlich auch, wie bei jedem anderen Chorkonzert, auf eine Spende eurerseits. Da wir in diesem Jahr keine normalen Chorkonzerte geben konnten vor Ort, in echt, live und zum Anfassen, fallen die Spenden, die wir dort normalerweise im Ausgang immer sammeln, natürlich weg. Wir haben aber weiterlaufende Kosten, so für die Notenanschaffung, aber vor allem auch natürlich für die Bezahlung unseres hervorragenden Chorleiters Dominik Dieterle, der sich in dieser Zeit herausragend um die Weiterführung der Chorarbeit gekümmert hat. Diese ganzen Projekte, diese ganzen Formate jetzt wären nicht möglich gewesen ohne seine Initiative. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt und wenn ihr möchtet, dass die regionale Chorarbeit auch unter Corona nicht einschläft, dann unterstützt uns doch mit einer Spende. Ihr findet die Kontoinformationen dazu in der Videobeschreibung unten. Alles, was ihr geben könnt, hilft uns weiterzuarbeiten. Wir freuen uns sehr. Und ein weiterer Aufruf betrifft noch aktive Sänger. Und ich sage jetzt speziell Sänger, denn wir haben tatsächlich einen Bassmangel aktuell, was dazu geführt hat, dass Dominik mehrmals auch unerkannt als Cameo eine Bass-Performance eingelegt hat. Das muss natürlich nicht so sein und beim Konzert ist es auch nicht möglich. Wir freuen uns also, wenn vielleicht noch ein paar echte und nicht nur virtuelle Bässe zu uns stoßen. Wir proben normalerweise, wenn wir den proben können, immer montags in Mannheim. Wir heißen Junger Kammerchor, was man flexibel auslegen kann. Freuen uns auf jeden Fall aber über Interessenten. Ihr könnt euch dazu einfach auch beim Dominik melden. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank nochmal. Alles Gute euch und vor allem natürlich bleibt gesund und sicher. Bis zum nächsten Mal.